Jede Situation, das kann dann weiter mal reinschneiden, je nachdem, was gerade reingesagt wird. Gibt ja nur schlechte Situationen. Die Tour von Otti und Keule ist ins Stocken geraten. Sie sind nach Xi'an geflogen, um den chinesischen Überwachungsstaat in Xinjiang hinter sich zu lassen. Am 1. Februar 2019 sind Fahrräder und Ausrüstung endlich per Post nachgekommen und die Jungs können nach 3 langen Wochen endlich wieder Strecke mit dem Fahrrad machen. Es ist gut, dass jetzt wieder losgeht oder weitergeht überhaupt. Ja. Und wir wollen so in ungefähr 6 Wochen in Vietnam sein. Schauen, ob das klappt. Kleiner Spoiler, es wird nicht klappen. Die beiden wollen nach Sichuan. Da soll es warmes Wetter geben, malerische Landschaften und Pandas. Nur noch über einen Bergpass und dann runterrollen zum subtropischen Frühlingsklima. Doch dann werden sie von der Polizei angehalten und müssen umkehren. Der Grund übrigens, dass wir nicht weiterfahren durften, war, dass da keine Ausländer hin dürfen. Das gibt's nicht. Also, ich weiß nicht, was das soll. Oder das Problem ist, wir tun ja keinem was. Wissen die ja nicht. Ja, toll. Sehen so krass gangstermäßig aus. Eine andere Straße gibt es nicht. Das heißt, zurück nach Xi'an. 400 Kilometer umsonst geradelt. Auf der neuen östlichen Route wird es nicht so schön und so warm wie in Sichuan. Weil es könnte schneien oder regnen, das wäre beschissener. Also, es könnte immer schlimmer sein. Und es wird schlimmer. China ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Es ist jeden Tag irgendwas Neues. Also es ist die Berge, und der Gegenwind, Schneeregen, Polizei. Schön. Noch mehr Abwechslung gibt es, als bei Otti die Radnabe bricht. Oh Gott, das ist Knacken. Das ist ein Achsbruch. Möglicherweise wurde das Rad beim Transport mit der chinesischen Post beschädigt. Wir waren gestern im Fahrradladen und 3 bis 4 Tage müssen wir jetzt auf das Ersatzteil warten, also auf eine andere Radnabe. Der Manpower-Bummelzug hängt noch immer irgendwo rum, kommt nicht weiter. Ja. 3 Tage noch, 4 Tage maximal, dann geht's weiter. Dann geht's los. Sag's nicht. 4 Tage maximal heißt dann, Lieferschwierigkeiten. Dann geht's dann wieder 1 Tag und dann explodiert irgendwas. Und es schneit wieder. Ja. Wird in Vietnam auch schneien, wenn wir da sind. Zum ersten Mal seit 400 Jahren. Festhängen in Dangzhou, einer relativ kleinen chinesischen Stadt mit etwa 1,5 Millionen Einwohnern. Hier gibt's endlich mal auch eine positive Überraschung. Ich zeige euch das Update. Das Update, das sind Ivan und Xiaobo. Hallo, mein Name ist Xiaobo. Ja, wir haben 2 Jungs getroffen, gestern in dem Fahrradladen, als wir Otti seine neue Felge-Rad-Nabenkonstruktion abgeholt haben. Und wie es aussieht, werden wir die nächsten 40.000 Kilometer zusammenfahren. Morgen kommt übrigens auch Jakob uns besuchen. Waldemars Bruder. Das wird auf jeden Fall lustig, glaube ich. Was hast du heute gemacht, Jakob? Fahrrad gekauft. Ach nee. Warum das denn? Was macht man denn mit einem Fahrrad? Frage Tobias. Fahrradfahren natürlich. Für etwa eine Woche radelt Jakob mit. Das vor Ort besorgte Fahrrad hat keine Schutzbleche. Damit das Gepäck hinten nicht so schmutzig wird, friemeln Jakob und Ivan eine Schutzfolie dran. Immer noch. Das ganze Elend wird jetzt geil. Meister hier. Die Kommunikation mit Ivan und Xiaobo findet übrigens zum allergrößten Teil über den Google-Übersetzer statt. Die beiden haben Urlaub und wollen auch in den Süden Chinas. Okay, come on. Und Jakob war gerade in Thailand und dachte sich, er macht einen kleinen Abstecher zu den Jungs, bevor er zurück nach Deutschland fliegt. Wenn ich das als Video sehen würde, würde ich wahnsinnig werden.
Weil ich Essgeräusche einfach hasse. Ich bei Weidemar auch immer wahnsinnig. Ja, Weidemar. In der Zeit, wo sie zu fünft fahren, ist das Wetter relativ milde. Alles dank Jakob. Morgen ist er wieder weg. Dann regnet es durch. Und, die Achsen brechen. Kommt vorbei, 3 Tage, wo es gerade Sonnenschein. Ja. Oh, das war ganz einfach. Ja. Ich kann gar nicht, was die sich beschweren die ganze Zeit.